Der erfahrene Gärtner, der plant vorausschauend. Wer im Sommer und Spätsommer üppig blühende Dahlien in einer riesigen Farben- und Formenvielfalt haben möchte, der muss jetzt aktiv werden. Entweder ab März als Vorkultur im Container oder aber dann ab April im Garten eingepflanzt. Wie es geht, das erfahrt ihr von mir. Dahlien sind wunderschöne Pflanzen, die ursprünglich aus Mexiko stammen und etwa im 19. Jahrhundert nach Europa gekommen sind. Wenn man sie kauft, kauft man sie vor allen Dingen als sogenannte Knolle. Das sind Speicherorgane der Wurzel und mit denen überwintern auch die Pflanzen. Knolle und Pflanze sind winterempfindlich, also sie vertragen keinen Frost. Das bedeutet, sie müssen im Herbst raus und im Frühjahr wieder eingepflanzt werden. Das macht man im gewachsenen Boden, so etwa Ende April, wenn keine Spätfrostgefahr mehr droht. Man kann sie aber auch verfrühen. Wichtig ist, bevor man sie pflanzt, werden sie getaucht. Eine Nacht über, dann können sie sich wieder so richtig voll Wasser saugen. Normalerweise blühen Dahlien, so ab Juli. Es gibt aber auch einen Trick, man kann sie verfrühen. Das bedeutet, Mitte März etwa kann man die Dahlien in einen Kübel einlegen, der sollte mindestens 10 Liter haben. Und dann an warmen, nicht allzu warmen, aber warmen Ort, 18 Grad, hell stellen. Dann können sie schon mal vortreiben und dann ab den Eisheiligen, wenn keine Frostgefahr mehr droht, dann kann man sie raussetzen. Und damit hat man etwa 4 bis 6 Wochen eine frühere Dahlienblüte, als wenn man sie dann, wie normalerweise, Ende April direkt in den Garten pflanzt. Also eigentlich ein ganz guter Trick. Der Kübel sollte mindestens 10 Liter Volumen haben, unten eine Drainage rein. Als Substrat benutzt man entweder eine torffreie Blumenerde oder man kann auch eine Gartenerde mit ein bisschen Kompost mischen. Das geht genauso gut. Wenn man den Kübel anschließend auf der Terrasse stehen lassen will, sollte man natürlich ein bisschen schöneren Terrakotta-Kübel oder Keramikkübel nehmen. Wenn man die Dahlie hinterher im Garten auspflanzen möchte, dann reicht natürlich auch ein einfacher Plastiktopf. Die Knolle ist über Nacht eingeweicht und wird jetzt eingepflanzt. Hier sieht man schon ganz schön, das sind dann die neuen Austriebe. So, die Knolle wird etwa 5 cm unter der Erdoberfläche nur eingebuddelt. So. Also nicht zu sehr mit Erde abdecken. Dann kommt wieder Erde oben drauf. So. In einen Kübel kommt nur eine Dahlie und wenn man die Dahlie im Kübel lassen möchte, dann sollte man eher kleinwüchsige, also kurze Dahlien nehmen. Andere Sorten werden nämlich 1,20 Meter lang, das wäre für so einen Kübel zu groß, dann kippen sie um. Aber kurzbleibende 60, 80 Zentimeter, die eignen sich besonders für den Kübel, den man dann auf Terrasse oder Balkon setzen kann. Das Ganze wird dann gut angegossen und sollte bei 15 bis 18 Grad an eine helle Stelle gestellt werden. Zum Beispiel der Hausflur, zum Beispiel, wenn ihr habt, ein Gewächshaus, heller Keller oder der Speicher. Wenn ihr was für die Umwelt tun wollt, dann nehmt ihr ungefüllte Dahlien, weil die werden besonders gerne von Insekten angeflogen. Und im Juni habt ihr die ersten Blüten an einem üppigen Strauch. Also nicht nur 1, 2 Triebe, sondern wirklich einen üppig blühenden Strauch. Regelmäßig einmal die Woche düngen, ist ganz wichtig. Und ansonsten sich bis zum ersten Frost an Dahlien erfreuen. Wenn du deine Dahlien nicht vortreiben willst, dann beginnt Ende April bis in den Juli hinein die richtige Pflanzzeit. Der Standort sollte möglichst sonnig sein und der Boden möglichst durchlässig. Wir machen ein großes Loch. Sollte der Boden zu schwer sein, kann man ruhig noch ein bisschen Lava oder Sand mit einarbeiten. Das Loch sollte etwa 15 cm tief sein. Dahlien werden in der Regel relativ groß und relativ massig. Und das bedeutet, sie fallen auch leicht auseinander. Deswegen ist es immer ganz gut, einen Stab mit einzuhauen ins Pflanzloch und das auch vor dem Pflanzen zu machen, damit man mit dem Stab nicht die empfindliche Knolle verletzt. Also Stab rein. Und an den Stab hier, da binden wir später die Dahlienpflanze an. So, die haben wir nämlich schon eingelegt. Hier kommt der Trieb. Ja. Der Trieb sollte so ein bisschen über der Erde aufhören. Und dann ab Ende Juli blüht hier mein riesiger Dahlienstrauch. Aber
Man muss aufpassen, dass die Schnecken sie nicht abfressen. Denn gerade das frische Grün, da sind die Schnecken richtig scharf drauf. Die müsst ihr im Auge behalten. Ansonsten sind Dahlien wirklich nahezu unverwüstlich. Wie vorhin schon mal gesagt, die Dahlien vertragen keinen Frost. Das heißt, wenn die ersten Nachtfröste da waren im Herbst, dann friert die Pflanze zurück. Wir müssen die Knolle dann ausbuddeln und wir lagern sie kühl, aber frostfrei an einem dunklen Ort. Und im Frühjahr, da beginnt der ganze Spaß wieder, nämlich vorkultiviert im März oder aber direkt eingepflanzt Ende April bis zum Juni. Und wenn euch meine Tipps zum Verfrühen und Pflanzen von Dahlien gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert gleich meinen Kanal.